Wenn ihr aus einem Programm heraus Dateien nicht öffnen oder speichern könnt oder keinen Zugriff aufs Mikrofon oder so habt, dann fehlen dem Programm wahrscheinlich einfach die Zugriffsrechte. Das kommt öfter mal vor, wenn Tools als Flatpak installiert wurden. Linux-Programme im Flatpak-Format sind super. Sie lassen sich leicht auf verschiedenen Linux-Distributionen installieren, laufen in einer kleinen Sandbox und bringen nötige Bibliotheken und sowas gleich in der richtigen Version mit. Deshalb ist das Flatpak-Format ideal, um eine neuere Softwareversion einzusetzen als die die Distribution in den Paketquellen anbietet. Dass ein so installiertes Programm nicht aufs ganze System und alle Geräte zugreifen kann, ist ein Sicherheitsfeature und kein Bug. Ein Beispiel. Wenn ich mit dem Video-Editor Lossless Cut nicht ans Videoverzeichnis rankomme, ist das Tool natürlich nutzlos. Auch der Spiele-Allrounder Lutris ist ein gutes Beispiel. In dessen Einstellungen kann ich festlegen, wo auf der Festplatte die Games landen sollen. Denn ich will ja nicht, dass mir Lutris einfach das Home-Verzeichnis vollschaufelt. Ist Lutris als Flatpak installiert, kann ich aber gar nicht auf alle Partitionen zugreifen. Die Lösung ist ganz einfach. Das kleine Tool Flatseal vergibt Zugriffsrechte nach Maß an die installierten Flatpak-Programme. Ich kann hier festlegen, worauf Flatpaks generell zugreifen können, und ich kann das für jedes Tool auch einzeln konfigurieren. Und zwar bequem in einer grafischen Oberfläche. Flatseal kann ich am einfachsten als Flatpak aus dem FlatHub Repository installieren. Bei Manjaro, Linux Mint oder SteamOS ist das super einfach, da öffne ich einfach die grafische Softwareverwaltung, suche nach Flatseal und klicke auf Installieren. Alternativ erledigen das auch ein paar Kommandozeilenbefehle. Übrigens, Ubuntu ist hier die Ausnahme, weil es statt Flatpak mal wieder eine eigene Lösung favorisiert. Macht aber nichts. Flatpak-Unterstützung lässt sich mit 4 Befehlen einfach nachrüsten. Die Anleitung verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Um Flatseal oder eine andere Anwendung als Flatpak zu installieren, suche ich einfach auf flathub.org danach. Auf der Detailseite klicke ich auf den kleinen Pfeil neben Install und kopiere mir den Flatpak-Install-Befehl. Dann werfe ich den in ein Terminalfenster und bestätige mit Enter. Wenn nun zum Beispiel in Lutris beim Auswählen des Spieleverzeichnisses der gesuchte Ordner schlicht nicht auftaucht, öffne ich erstmal Flatseal. Links in der Leiste wechsle ich zu Lutris und scrolle rechts etwas nach unten bis zu File System. Hier lege ich mit Klick auf das Plus-Icon einen neuen Eintrag an, trage den Pfad zum Verzeichnis ein, zum Beispiel Mount Daten Lutris, und schließe das Fenster wieder. Einen Dateiauswahldialog gibt es hier nicht. Um den Pfad nicht von Hand eintippen zu müssen, kopiere ich ihn beispielsweise aus dem Dateimanager. Kleiner Tipp, falls der keinen Pfad zeigt, Steuerung L drücken. Danach muss ich Lutris neu starten und kann nun in den Einstellungen beispielsweise auch Mount Daten Lutris als Spieleverzeichnis auswählen. Den Link zur kompletten Anleitung mit allen Befehlen in meinem Blog verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt sie mir doch unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.